Servus YouTube, was geht ab? Willkommen zurück zu einem weiteren Video. Heute mal wieder ein Runen-Guide-Video, Bauteil-Guide-Video für diese Familiengruppe von Barbaren. Ich habe ja das eine Video hochgeladen mit den Söldnermuttern. Das war ganz okay, da haben die Leute sich gefreut über solche Videos und es hieß auch in den Kommentaren, ich soll mal den Barbaren nehmen. Deswegen dachte ich, machen wir gleich mit dem Barbaren weiter. Kurz vorab wollte ich noch mal was sagen, was vielleicht jetzt für den einen oder anderen vielleicht schlechte Nachricht ist oder auch sonst was. Aber ich werde auf diesem Kanal jetzt nur noch maximal 2 bis 3 Videos die Woche produzieren. Also ich werde jetzt nicht mehr versuchen, fast täglich oder alle 2 Tage spätestens ein Video hochzuladen, weil ich muss ehrlich sagen, die Interesse von Element Vision ist momentan sehr nüchtern, muss man sagen, weil äh, die Interesse an Element Vision wird immer weniger. Es kommen weniger Leute dazu. Also wir kriegen viel zu wenige Leute rein, die Lust auf das Spiel haben. Und der Aufwand, den ich da halt immer betreibe, ist halt schade, wenn man dann halt nur noch anstatt 200 Views nur noch 50 Views hat oder so. Tut mir halt persönlich ein bisschen weh, weil ich gebe mir echt Mühe, euch diese Videos zu machen und dann kriegt man vielleicht nur noch 50 Views auf so ein Video. Also ich bin komplett transparent zu euch, weil damit ihr versteht, was ich meine. Und man kriegt dann nur noch 6, 7 Likes auf die Videos, keine Kommentare mehr wirklich. Dann gibt es eine Person, die systematisch immer disliked. Ich weiß auch nicht, was ich dieser Person angetan habe. Falls du das siehst und meine Videos nicht magst, kannst du einfach unten auf so ein 3 klicken und meine Videos nie wieder empfehlen lassen. Ganz einfach. Nur als das. Genau, deswegen, das wollte ich einfach mal kurz loswerden, weil momentan ist halt echt, also es ist halt extra Arbeit für mich, die ich mache und vor allem jetzt in der Zeit, wo ich halt sehr viele Prüfungen hatte, noch Videos für euch gemacht habe, ist halt für mich selber persönlich so ein bisschen ein Downer. Ich hoffe, ihr könnt es verstehen. So, aber jetzt kommen wir zu dem Video. Wir fangen mit dem Herrn Barbaren an. Der Herr Barbar ist heute in Wasser hier unterwegs. Ne? Das ist eigentlich quasi der Wasserdrachenritter von Summoners War, nur ein bisschen abgeändert. Okay, was passiert jetzt? Okay, ich glaube, er ist sauer. Ähm, Das ist auf jeden Fall quasi das gleiche Element in dem Fall. Nur die Passive ist ein bisschen anders. Er kriegt Stacks. Die Stacks sind halt dafür da, dass er immer mehr skaliert. Ich persönlich würde den eher tanky bauen. Crit Rate, Crit Damage könnt ihr trotzdem nehmen. Hier steht zwar, die Skalierung ist auf Attack. Würde ich aber euch nicht so extrem empfehlen. Also nicht priorisiert nicht Attack. Ich würde eher auf die Passive gucken, weil da steht zusätzlich wird dein Schaden um 18% deines aktuellen LP erhöht. Was bedeutet, wenn ihr 40.000 HP habt, wir können es ja auch einmal ausrechnen, wenn ihr wollt. Wir haben 40.000 HP. Okay? Und 18% davon wird als Schaden ausgetragen. Dann machen wir mal 0,18. Nee. 0,18, sorry. Leute. Nicht mal mehr tippen. 40.000 mal 0,18. So. 7.200 Damage. Nur durch diese Fähigkeit. Durch die Passive halt. Ähm, durch das hier. Macht ja allein schon 7.200 Schaden. Ohne Crit Rate und ohne Crit Damage. Einfach nur pauschal 7.200 bei 40.000 HP. Jetzt stellt euch vor, ihr habt noch Crit Rate drauf. Crit Damage. Keine Ahnung, Crit Damage, sagen wir jetzt mal 200% oder so. Dann seid ihr halt bei knapp Pi mal Daumen. Klar, es kommt natürlich auch drauf an, wie viel Verteidigung hat der Gegner, hat der Verteidigungsdebuff drauf und so weiter und so fort. Das spielt natürlich auch mit rein. Aber an sich macht ihr allein schon damit schon an sich viel mehr Schaden und ihr seid tanky. Vor allem die Passive ist halt ziemlich nice. Er soll ja nicht viel Schaden machen, er soll nur leben, die ganze Zeit stacken. Er kriegt immer wieder HP dazu. Erhöht um 3 Punkte, glaube ich, seine Gezeitenkraft, genau bis zu 6 Punkte, verliert jede Runde 1 Gezeitenkraft und dass er eine zusätzliche Runde bekommt und 5% und maximale LP pro Punkt zusätzlich dazu bekommt. Also ziemlich cooler Tank. Ihr könnt die auf jeden Fall auf LP bauen, würde ich euch empfehlen mit Crit Rate, Crit Damage. Ihr könnt Resistance ein bisschen reinpacken. Vor allem seine Base HP ist halt ziemlich hoch. Die ist bei 11.448. Würde ich euch auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Vor allem auch hier, dieser Angriff ignoriert alle Buffs auf dem Ziel und landet nicht als Streifschuss. Das ist halt mega gut gegen alle möglichen Elements.
sowohl Baum, auch alle anderen, ne, weil es landet kein Streifschuss. Ähm, hier auch Dots und so. Also klar, 550% ist halt 5,5er Faktor. Wenn ihr jetzt zum Beispiel 2000 Attack drauf habt, oder von mir aus 2500 mal 5,5, ist zwar an sich auch fast der gleiche Schaden, aber ihr seid halt squishy. Deswegen, also er ist kein Monster, Damage-Monster, er ist halt eher tanky unterwegs. Das dazu. So, kommen wir zum nächsten Barbaren, der Feuerbarbar. Feuerbarbar ist auf jeden Fall mehr der Damage-Dealer. Den solltet ihr auf jeden Fall mehr auf Attack bauen. Ihr braucht nicht viel LP, weil seine Passive sagt ja, in einzelnen Fall erlitten wird, überschreitet nicht 25% der maximalen LP. Das bedeutet, egal wie viel Schaden der Gegner macht, er macht mit einem Hit, macht er nicht mehr als 25% HP Damage. Das bedeutet, ich würde ihn versuchen, so gut es geht, auf Vampire zu bauen, dass er immer wieder LP dazu bekommt, weil ich meine, es ist wie Leica, genau. Es ist wie Leica, zweiter Skill ist genauso wie beim Wasserbarbaren, dritter Skill greift wieder an, wenn er einen Streifschuss landet, also mit dem ersten Skill, weil mit dem zweiten Skill kann er keinen Streifschuss landen. Greift mit diesem Skill wieder an. Genau, 50% Revenge, eine Runde zu betäuben und wie gesagt halt 25% nicht überschritten werden vom Damage. Sehr, sehr guter Tank gegen, Counter gegen Wasserelements, wie zum Beispiel die Mutternwasser, Molong. Auch sehr, sehr guter Counter. Also nicht Molong, Wassermönch, sorry. Das auf jeden Fall, damit ihr Bescheid wisst. Also, das sind so Elements, die könnt ihr damit einfach auskontern. Sie kann euch nur 25% eures Schadens machen. Und auch kann nur 25%, auch wenn seine Fähigkeit sagt, er kann 75% eures HPs ausradieren. Schafft er nicht. Also egal welches Element. Bis auf ihn, er macht euch trotzdem fertig, weil er hat Multi-Hits. Deswegen, und wenn je mehr er angreift, desto mehr Schaden bekommt ihr. Ist gefährlich. Also nicht dagegen probieren. Genau. Ich würde ihn auf jeden Fall auf Vampire spielen. Ihr könnt natürlich auch noch, also Vampir-Bauteile, ihr könnt ihn auf Crit Rate noch zusätzlich als zweiten Set draufpacken. Ihr könnt Korrupt draufpacken, damit es die Max HP vom Gegner zerstört, weil er ist ja ein Rache-Element. Das heißt 50%ige Chance, dass er wieder eine Counterattack macht, was halt ihn super stark macht für Korrupt-Sets. Ihr könnt ihn natürlich auch auf Fatal spielen, also Macht-Bauteile. Genau. Also, es ist ein purer Damage-Healer, aber ich würde euch Vampire empfehlen, weil er sich dadurch immer wieder selber heilt, außer ihr habt natürlich einen Heiler dabei, der immer wieder ihn hochhealt. Dann könnt ihr das natürlich auch so machen, aber ich würde ihn auf jeden Fall auf Vampir-Bauteile bauen. Damit seid ihr erstmal good to go. Crit Rate, Crit Damage, Attack ist sehr wichtig bei ihm. LP wirklich, wie gesagt, ist nicht so relevant. Seine Anführerfähigkeit finde ich jetzt ein bisschen, naja. Ich meine, ja, ist halt nicht so toll, aber gut. Kann man trotzdem tanky reinpacken und dann passt es auch. So, kommen wir zum Baumbarbaren. Baumbarbar ist genau das gleiche. Ihr wollt viel Crit Rate, ihr wollt viel Crit Damage, ihr wollt viel Attack, ihr wollt viel Resistance, ihr wollt viel LP. Also, overall würde ich sagen, ihn solltet ihr schon so gucken, dass ihr ihn so baut, dass er wirklich von allen Stats etwas hat. Zumindest im Damage-Bereich. Auch LP, auch Resistance, auch Accuracy. Accuracy ist sehr wichtig bei dem. Wichtig ist nur, schaut bitte, dass ihr ihm so wenig Geschwindigkeit gibt, wie ihr könnt. Weil seine Passive besagt ja, die Geschwindigkeit aller Feinde in Verbindung wird auf die Geschwindigkeit begrenzt von ihm. Das heißt, wenn er nur 100 Geschwindigkeit hat oder 95 Geschwindigkeit hat, dann haben alle anderen auch 95 Geschwindigkeit. Die Passive funktioniert noch nicht so hundertprozentig. Die Gegner sind dann trotzdem irgendwie nach ihm direkt dran, als wäre nichts passiert. Bei dem einen oder anderen funktioniert es auch noch nicht so gut mit dem Geschwindigkeitsbegrenzer. Vor allem, weil man sich ja denkt, es gibt ja Speed, skalierte Elements, die ja dann, je weniger Geschwindigkeit sie haben, desto weniger Schaden teilen sie aus. Gegen die funktioniert es normalerweise sehr, sehr gut, aber ich habe das Gefühl, es läuft noch nicht so ganz rund, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber ja, wird auf jeden Fall bestimmt noch gepatcht und so und gefixt.
aber auf jeden Fall sehr, sehr gut für Speed-Elements, weil sie halt weniger Schaden austeilen, weil sie halt auf seine Geschwindigkeit runtergesetzt werden. Genau, hier auch LP unter 30%, ignoriert diese Angriff-Verteidigung des Ziels, also super stark, deswegen auf Crit Rate, Crit Damage, tödlich Bauteilen, mit Machtbauteilen. Ähm, Würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ihr könnt auch natürlich auch auf Vampir bauen. Ich meine, wenn ihr mit dieser Fähigkeit so viel Schaden macht, dass ihr den Gegner one-shottet, dann werdet ihr auf jeden Fall ihn komplett, werdet ihr euer LP wieder komplett hochjagen mit Vampir-Bauteilen. Deswegen, also guckt, dass ihr auf jeden Fall so einen Damage-Dealer habt, der ein bisschen tankiger gespielt wird. Also mit Resistance, Accuracy, wegen der Fähigkeit, dass er halt die Aktionsleiste des Gegners auch reduziert. Ich bin mir auch nicht so 100% sicher, ob die was nur mit dem Schaden zu tun hat, weil wenn es mit dem Schaden nur zu tun hat, dann solltet ihr natürlich gucken, dass ihr mehr Crit, also Schaden austeilt, weil hier steht ja, diese Fähigkeit kann ähnlich, verringert die Aktionsleiste des Ziels, wenn du einen Feind angreifst, basierend auf dem Schaden, den du verursacht hast. Das heißt, je mehr Schaden ihr macht mit ihm, desto mehr werdet ihr die Aktionsleiste vom Gegner runterziehen. Bin mir aber noch nicht so 100% sicher, ob es mit dem Accuracy noch dazu kommt oder nicht. Das könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe es nicht wirklich gemerkt. Ich versuche halt immer ein bisschen mehr Schaden und ein bisschen Accuracy noch drauf zu packen, aber genau, das sollte auf jeden Fall zu den Barbaren passen. So, Lichtbarbar. Ist eher ein Support-Unit, muss ich sagen. Ich sehe ihn nicht mehr, ich sehe ihn nicht als Damage-Dealer, weil seine Passive ist ja dafür da, um das Team immer wieder einen Zug bekommen zu lassen, weil wenn sie dann gestunt werden, dass sie dann wieder Aktionsleiste zurückbekommen. Ähm, genau, immun gegen Effekte zur Reduzierung der Aktionsleiste, erhalt sofort einen Zug, wenn eine andere Verbündete oder Freunde ihrer Zug aufgrund von Unfähigkeitseffekten verlieren. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr nerviges Element. Macht natürlich auch Schaden, auf gar keinen Fall. Also nicht falsch verstehen, aber ich würde ihn als eher ein bisschen tankiger bauen, als voll auf Damage zu gehen. Also so wie beim Windbarbaren, beim Baumbarbaren. Aber was auf jeden Fall wichtig ist, er kriegt halt 50% mehr Angriffskraft und das deckt bis zu 5 Mal zu Beginn seiner Runde. Das heißt, sobald er immer wieder drankommt, kriegt er immer wieder 50% Attack, 50% Attack. Deswegen auf jeden Fall schon Crit Rate, Crit Damage Attack. Nur versucht auch ein bisschen auf LP zu gehen, dass er nicht direkt stirbt, weil viele werden ihn natürlich direkt fokussen und ihn raushauen wollen. Deswegen guckt, dass ihr ihn halt ein bisschen tankiger baut, damit der einfach über die Zeit halt sein Schaden immer höher wird. Deswegen weniger vielleicht auf Attack gehen, dann dafür mehr auf Crit Damage gehen und vielleicht ein bisschen mehr auf LP gehen. Also jetzt nicht gucken, dass ihr 2500 Attack habt, vielleicht reicht noch 2000 Attack. Ich meine, ihr kriegt 50% dazu, jede Runde ist 5 Mal. Ist vollkommen fein. Deswegen achtet da drauf. Bauen würde ich dann auch ganz mal. Also wirklich Barbaren sind eigentlich meistens alle gut auf diese Damage-Dealer-Bauteile wie Macht, tödlich, Vampir, Schlagen von mir aus. Obwohl nee, auf dem eher weniger. Ähm, Dann dieses Hinterhalt ist auch sehr, sehr stark, ist sehr unterschätzt von vielen. Aber Hinterhalt ist sehr, sehr gut. In den meisten Fällen würde ich sogar sagen Meta, weil 25% der LP wird auch, Verteidigung wird immer, sagt schon, ignoriert. Deswegen, also meiner Meinung nach sind die besten Bauteile Hinterhalt-Bauteile. Nur als Info. Die sind super stark. Dieses Verteidigung, ignorierende Schaden ist nicht zu unterschätzen. Auf gar keinen Fall. So, dann kommen wir zum Dunkelherren-Barbaren. Der Dunkelherren-Barbar ist quasi Ragdoll von Summoner's War. Er kriegt immer wieder, also er bufft die Leute. Die Leute kriegen immer 30%, glaube ich, weniger Schaden. Genau, kriegen 30% weniger Schaden vom Crit Damage. Ihre Aktionsleiste erhöht sich um 10% jedes Mal, wenn ein Crit-Treffer landet auf deine Leute, also auf die Verbündeten. Erhöht ihre Aktionsleiste um 15%, wenn die LP eines Verbündeten unter 30% fallen. Was super stark ist, Leute. Also versucht ihn mehr tanky zu bauen, als auf Damage zu bauen. Er ist zwar ein Damage-Dealer auch, ja, hat auch die gleichen Sets wie die anderen, aber ich würde versuchen, ihn so tanky wie es nur geht, zu bauen, weil, wie gesagt, er wird versuchen, also die meisten Leute werden versuchen, ihn rauszuhauen, weil er halt derjenige ist, der diese Passive sehr stark macht und dann halt die anderen schneller drankommen lassen, weniger Schaden bekommen und. Deswegen, wenn ihr ihn auf Damage baut,
er wird so schnell sterben und ihr werdet keinen Wert davon haben, weil die Leute werden ihn einfach aussnipen und dann ist vorbei. Dann ist die Passive vorbei und dann habt ihr gar nichts mehr, dann habt ihr verloren. Deswegen versucht den wirklich auf Tanky zu bauen mit HP. Ihr könnt natürlich auf Crit Rate, Crit Damage gehen. Macht's halt so ein bisschen wie die Bären zum Beispiel. Die sind ja auch voll auf HP, nur mit Crit Rate und Crit Damage, weniger auf Attack. Würde ich fast genauso hier bei ihm auch machen. Also versucht LP, wenn ihr sogar so krass unterwegs seid, dann baut ihr den komplett als Support-Unit und baut den auf komplett Full LP mit über 150% Resistance, sodass die keine Dots auf ihn landen können, nicht Dots, Oblivion, also Unvergessenheit landen können, keine Stunts landen können, nichts auf ihn landen können, dass er die ganze Zeit dasteht und sich ins Fäustchen lacht. So, das ist auf jeden Fall überraschend für viele, glaubt mir. Also ihr werdet damit sehr, sehr viele Wins holen, wenn ihr ihn so super stark tanky baut und ihn einfach nur da stehen lässt und er seinen Job tut mit seiner Passiven. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr viel machen. Glaubt's mir, vertraut mir. Bauteiltechnisch, ja, ihr könnt ihn, wie gesagt, also ihr könnt ihn wie die anderen bauen, mit Macht, Bauteilen und so weiter und tödlich etc. pp. Ich persönlich würde den wahrscheinlich auf auch Hinterhalt bauen. Vielleicht sogar noch mit Korrupt Tanky bauen, dass er halt lange lebt und dass die Gegner dann auch immer weniger HP haben dann am Ende. Es ist aber euch überlassen. Also hier steht euch die freie Wahl, wie ihr ihn gerne spielen möchtet. Meine Empfehlung ist einfach nur sehr tanky zu bauen. Wenn ihr übrig habt, Crit Rate zu bauen, könnt ihr Crit Rate reinpacken. Ich würde jetzt aber nicht priorisieren, Crit Damage drauf zu packen. Vor allem, weil wegen der Passiven, ich würde da echt gucken, dass man mehr Resistance hat, einfach, dass die Passive die ganze Zeit am Laufen ist. Das wird den Gegner noch mehr zerstören, als wenn ihr ihn jetzt auf Damage baut. Weil die Skalierung vom Damage ist jetzt nicht viel mehr als zum Beispiel bei ihm. Er hat ja die gleiche Fähigkeit hier. Bei LP unter 30% ignoriert dieser Angriff die Verteidigung des Ziels, was ziemlich nice ist. Deswegen, also ihr könnt auf Crit Rate und Crit Damage gehen, aber guckt bitte, dass ihr mindestens so 25.000 LP habt oder so. Würde ich auf jeden Fall wärmstens empfehlen, dass ihr einfach nicht stirbt. Das auf jeden Fall dazu. Aber es liegt echt an eurem Spielstil, wie ihr ihn spielen wollt. Ihr könnt ihn genauso wie den Baumbarbaren spielen. Ihr könnt ihn genauso spielen wie die alle anderen, die ich euch gesagt habe. Aber ich persönlich, wie gesagt, würde den halt eher auf Resistance und Co. bauen. So, genau. Das soll es auf jeden Fall gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wie ihr es denn wollt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist so meine Empfehlung für die Barbaren. Ich weiß, das werden sehr wenige, die Dunkel haben, aber ich wollte es einfach auch mal erwähnen. Wie gesagt, es werden jetzt nur noch so 2 bis 3 Videos die Woche erscheinen. Ich werde halt gucken, so wie ich Zeit habe. Ich werde jetzt nicht mehr auf den letzten Drücker versuchen, Videos zu laden, also zwanghaft. Ich werde einfach gucken, wie es halt passt. Wenn es neue Updates geben sollte, werden natürlich immer wieder mehr Videos kommen. Ja, gar keine Frage. Aber so jetzt in solchen Zeiten werde ich weniger Videos produzieren. Es ist auch für den YouTube-Algorithmus schwierig, weil der YouTube-Algorithmus gewöhnt sich an einen Algorithmus an. Dann werden manchmal Videos einfach gar nicht mehr empfohlen. Deswegen, Leute, abonniert den Kanal, dann seht ihr auch die Videos. Zum Beispiel auch das Turniervideo, auch sehr enttäuschend gewesen, dass so wenige Leute da mitgemacht haben. Es war trotzdem sehr, sehr cool. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß. Viele, die gar nicht mitmachen wollten, weil sie gedacht haben, sie haben keine Chance, hatten dann doch viel Spaß und waren überrascht über ihr Potenzial, was sie haben. Und jetzt haben sie Blut geleckt und wollen besser werden und wollen beim richtigen Turnier mit dabei sein. Aber dazu kommt nochmal ein Video und ein Announcement. Genau, das sollte es auf jeden Fall dazu gewesen sein. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dann.